Hi und willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. So, wir müssen jetzt zur Zelle Nummer 7. 5, dann müsste 6, dann müsste hier die 7 sein. Hallo. Unser Blut. Ein Brief. Mensch's Testament und Notiz? Was? Eine kurze Notiz, die dem Testament beigefügt wurde, lautet: Santos, mein närrischer Faulpelz. Du hast mich angefleht, dich in mein Testament zu berücksichtigen, und das habe ich hiermit getan. Aber die aktuelle Fassung meines Testaments. Gut. Ein Auszug aus dem Testament lautet: Santos Pinchetti, Haushofmeister des Manches anwesend, erhält ein Glas Bartwichse und eine Salzlampe, damit er sich stets an seinen fürsorglichen Arbeitgeber Kirk Manches erinnert. Boah, was ein Arschloch, ne? Ich meine, gut, es ist schon hart, ihnen zu verlangen, im Testament zu berücksichtigen, aber das ist schon hart. I recognize the key from the altar room among these. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Dann schauen wir uns den Gutsten mal an. Gesicht aber schon mal gar nichts. Hals. Schuppenflechte oder Allergie. Ja gut, das ist ja nichts Schlimmes. Also. Geflickte Löcher, mehrmals repariert. Mehrmals nachgefärbt. Okay, der Gutste hat nicht allzu viel Geld. Oh, da ist Blut dran. Kleiner Blutfleck. In Blut getreten. Santos Pinchetti ist der oberste Diener auf dem Manches-Anwesen. Obwohl er die höchste Position unter den Bediensteten im Haus innehat, scheint er vergleichsweise arm zu sein. Mr. Pinchetti scheint zwar über ausreichend Geld für das alltägliche Leben zu verfügen, gibt aber so wenig wie möglich davon aus. Unreinheiten seines Körpers kaschiert er mit Schminke. Für ein zeitgemäßes Äußeres hat Mr. Pinchetti seinen Anzug mehrfach neu gefärbt. Um noch mehr Geld sparen zu können, hat er mehrere Löcher in seinem Anzug selbst geflickt. Santos Pinchetti ist der oberste Diener auf dem Manches Anwesen. Obwohl er die höchste Position unter den Bediensteten im Haushalt innehat, scheint er arm zu sein. Sein Körper zeigt Anzeichen von Schuppenflechte. Mr. Pinchetti verbirgt seine kranke Haut unter Schminke. Der Anzug des Haushofmeisters weist mehrere Löcher auf, die geflickt oder genäht wurden. Damit der Anzug neuer wirkt, hat Mr. Pinchetti ihn gefärbt. Ich denke mal schon, dass er irgendwie finanzielle Schwierigkeiten hat. You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? I do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest?
Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always, Fabio-centric? And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my uncle. Oh, And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. okay, das ist hart. Aber das macht ihn leider Gottes auch ziemlich verdächtig auch, ne? Okay. Das hatte ich. Übersah den Fleck seitlich auf seinem Schuh, als er sich nach dem Mord wusch. Es kann aber auch sein, weil er ihn gefunden hat, ne? Warte, was ist das Nebenzimmer angegriffen? Die informierte die Polizei. Übersah einen Blutfleck und trat womöglich versehentlich in eine Blutlache, als er den Tatort entdeckte. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Was ein Arsch. Santos bestätigt diese Aussage und der Inhalt des Briefes deuten darauf hin, dass der Brief von... Ah, ja klar. Erhält Fabio außergewöhnliche und teure Geschenke. Im Brief erwähnt den Geschenke und Ausgleich für das aufbrausende Temperament des Briefes. Vermutlich schrieb dies Brief an. Nee, anheften. Zu ihm. Please let me out. Nein. Nochmal zurück. Zu dem tollen Gastgeber. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me?
Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Also, was ich mir im Moment vorstellen kann, ist, er hat ihm den Brief gegeben. Er hat den Brief bekommen. War damit nicht einverstanden, dass Fabio gehen wollte. Hat ihn, weil der schrieb ja, dass er aufbrausend ist. Hat ihn umgebracht. Sie hat versucht, ihn auf dem Ritualtisch wiederzubeleben. Und das Blut am Dinges ist, weil er ihn gefunden hatte. Also so kann ich das mir gerade... so reime ich mir das momentan zusammen. Nochmal den Brief. Yay. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Mansion. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. Mhm. Neue Hinweise. Ja, neue Gedankenspiele. Oh, Gottes Willen. Ist doch Vogel oder Mr. Mensch liegt. So, Werner Vogel nahm den Brief selbst, als er unter dem Einfluss verschiedener berauschender Substanzen stand. Ich glaube, er versucht zu vertuschen. Weil warum sollte er... Wenn ich das mache, passt das nicht zusammen. Deswegen, ich denke mal... dass es eher so war. Hätte ja auch sein können. Santos arbeitete unter miserablen Bedingungen für Mr. Manches, weil er hoffte zu erben, vergeblich. Das hatte ich aber doch schon, oder? Nee. Fabio verletzte Matisse bei den Handgreiflichkeiten in der Lounge, verletzte Fabio Matista. Matista erlitt Verletzungen. Der stürmische Gäste der Abendgesellschaft grob mit ihr umgehen. Das andere würde jetzt wieder gegen sie, naja, klar. Was, ich kann schon Schlussfolgerungen machen? Ach nee, ich wollte gerade sagen. Fallmappe, was habe ich denn da jetzt noch? Immer noch Fabius Brief. Okay, ich könnte vielleicht noch mit ihr reden? Weiß jede Verbindung von sich und vermutet, dass ihn im Rauschzustand vielleicht Fabio gestohlen hat. Ja, auch noch hier verkleidet. Totenbrunn. Er wird in einer Zelle der Polizeiwache festgehalten. John schlug vor, ich soll doch als Polizist werden. Zumindest vorgeben, einer zu sein.
Jedenfalls sollte keiner der Verdächtigen wissen, dass ich kein Polizist bin. Könnte man auch noch so ein bisschen dazwischen schieben, ne? Aber jetzt reden wir erstmal noch. Mit ihr über den Brief. Der Brief. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchios? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Aber wir brauchen Kurt Manchios das Herz. Ja. Aber ich will das noch nicht zu Ende machen. Ich möchte gerade auch noch das hier machen. Dafür muss ich mich aber kurz in einer einzelnen Zelle, glaube ich, verabschieden und mich umziehen als Polizist. Mal gucken, ob das geht. Garderobe. Polizeihut. Oh, machen wir direkt mal den Officer. Ich finde es immer noch krass, was für merkwürdige Sachen ich ihm anziehen kann. So. Kann ich jetzt da rein? Oh, what a long day. Muss ich euch belauschen? Ja. Er macht nur hey, huha, ja. Wo muss ich hin? Männers? Wohin? Des Wegs. Nein, nicht hier. Er sitzt nun in einer Zelle in der Polizeiwache, ja. Das Gedankenspiele könnte aber jetzt auch die ganze... Okay, da muss ich hin. Excuse me, but are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Sie dürfen nicht wissen, dass ich kein Polizist bin, also lügen. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? Schauen wir uns den guten mal an. Fokussierter Blick. Er schaut direkt in deine Seele. Modern und modisch. Ist das nicht der Anzug, der im Laden als der hässlichste Anzug im ganzen Spiel bezeichnet wurde? Frische Verletzung. Ja, der hat jemanden zugehauen, ne? Ring. Fest am Finger. Basilio Capello ist der Inhaber der renommierten Firma Amor Capello, die auf Cordona Tresore und andere Sicherheitsprodukte verkauft.
Derzeit sitzt er als Hauptverdächtiger im Mordfall Niccolo Detti im Gefängnis der Polizeiwache. Basilio Coppello ist Anfang 40. Er ist ein pragmatischer Mensch, bei dem die Arbeit und Prinzipientreue an erster Stelle stehen. Obwohl er als Mordverdächtiger im Gefängnis sitzt, wirkt er ruhig und fokussiert. Er hat Blutergüsse an der Hand. Womöglich musste er sich vor kurzem zur Wehr setzen. Die Familie bedeutet ihm sehr viel. Inhaber, Tresore, 40. Er legt großen Wert darauf, modern und modisch gekleidet zu sein. Augenscheinlich will er nicht seinen Frust über seinen Gefängnisaufenthalt zeigen, könnte aber durchaus zu Gewaltausbrüchen neigen. Blutergüsse an der Hand, womöglich die Folge eines Kampfes. Seine Familie ist ihm sehr wichtig. Neue Kleidung, fokussierter Blick, Ehering fest am Finger. Ich sag mal pragmatisch. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? No. A minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Coppello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal. No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Okay. You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Coppello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met, and never would, unless he became the first Detti in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar.
You must be new to Godona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the Dettis tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, there's little else I can do. Okay, das waren viele Informationen. Also, was haben wir denn jetzt sehr Schönes? Augusta sowie von dem Nachtwächter bemerkt. Aber wurde nichts gestohlen, auch merkwürdig. Also muss das ja irgendwo hier so sein, ne? So Clemens. Östlich davon, das heißt, es muss da irgendwo sein. Müssen wir dann suchen. Mrs. Capello, please wait in the office. The inspector will be here soon. Hä? Moment. Hä? Inspector's Office, ne? Also da rein. Da. You Da ist must die be the gute. inspector. Would you be Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge so that we may dispense with the endless repetition. Okay. Glasiger Blick, okay. Abschiedsgeschenk. Goldener Hafenstecker. Finger, Spuren nervösen Herumspielens. Augusta ist die Gattin des Tatverdächtigen. Sie ist Ende 20, war früher Musikerin und arbeitet jetzt in der Firma ihres Gatten. Sie spielt aufgrund ihres ratlosen Charakters nervös an ihrem Ehering herum. Sie nahm vor kurzem Namen ein und greift möglicherweise regelmäßig zum Beruhigungsmittel. Steht unter Schock. Sie spielt aufgrund der Stresssituation nervös an ihrem Ehering herum. Sie nahm vor kurzem, scheint aber das Beruhigen wieder nicht gewöhnt zu sein. Ich denke mal.
Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but, I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. You've had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later. So. Okay, ich würde sagen, beim nächsten Mal. Ich suche jetzt mal die Firma und beim nächsten Mal schauen wir uns den Tatort mal genauer an. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ihr das gerne ein Like da, falls es noch nicht habt, auch sehr gerne ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye.